Wenn diese 15 Tage um sind und alle meine NPCs abgelaufen sind, weil es nicht alle sein werden, weil ich habe noch 30 oder 25 NPCs oder so auf Lager. Wobei die sind ja auch nicht das Problem, da muss man alle 10 Tage mal reingucken. Ich glaube, dann werde ich erstmal eine Pause machen. Also mal gucken, wie dann die Preise sind, aber ist schon ziemlich aufwendig und wenn die Preise weiter sinken, dann lohnt sich das halt echt immer weniger. Also es lohnt sich immer, aber halt auch immer weniger. Und ich habe den Fehler gemacht, war echt nicht so klug, also ich wollte halt maximale Effizienz. Und das habe ich schon irgendwo, so ein bisschen, hole ich aus jedem NPC das meiste raus. Aber ich habe die halt alle versetzt gestartet. Also ich hatte schon welche laufen. Und habe dann lauter neue gekauft. Also ich habe klein angefangen, mit 8 Häusern. Und dann habe ich noch 16 Häuser dazu genommen. Aber nicht zeitgleich, sondern immer versetzt, weil ich mir dachte, das ist eigentlich besser. Weil wenn du so, also angenommen, du hast 23 Pet-NPCs, die zeitgleich ablaufen, also die Pets, die fertig sind. Ich meine, da brauchst du ja legit 15 Minuten oder so, bis du alles wieder zum Laufen bringst, bis du die ganzen Pet raus, rein, abgelevelt und pipapo. Da bist du ja immer ultra lange beschäftigt. Und ich dachte mir so, naja, ist irgendwie schon ätzend. Und dann gehen da jedes Mal 20 Minuten flöten. Und die Gefahr, dass du irgendeinen vergisst oder so, ist auch relativ groß bei so vielen, weil du dich dann halt nach dem 20. erinnerst du dich auch nicht mehr, ob du schon beim 11. schon drin warst oder so. Keine Ahnung. Dachte mir irgendwie, dass es so besser ist, so versetzt. Aber jetzt ist es halt auch ätzend, weil jetzt klingelt halt alle 2 Stunden der Wecker. Also, nicht wirklich. Aber manchmal ist halt so, nachmittags zum Beispiel 16:15 Uhr, 16:30 Uhr, 17:30 Uhr, 18:30 Uhr etc. Und es sind zwar dann immer nur 30 Sekunden, gehst schon kurz rein, holst das Pad raus, tust ein neues Pad rein, also es geht schnell. Aber dafür ist es halt so ein konstantes Ding. Wenn du alle zeitgleich hast, dann hast du eigentlich immer für mindestens 10 Stunden in Ruhe. Aber dann halt auch immer gleich mit sau vielen Chars auf einmal. Dann hast du jedes Mal gleich so ein krasses Investment. Aber am Ende des Tages ist es alles egal, wie man es macht. Es zählt nur der Profit. Und mal gucken, wann sich's denn, oder wie weit die Preise noch sinken können, bis die meisten sagen, jetzt lohnt es sich nicht mehr so sehr. Man hört lieber auf. Weil dafür müssen sie echt noch ganz schön krass sinken. Also ich habe jetzt quasi... Also gut, mein Problem ist halt auch noch, meine Profitmarge ist so gering, weil ich habe von meinen 24 Pet-NPC-Häusern habe ich quasi... jetzt muss ich selber kurz gucken. 8 habe ich... also ich habe alle auf Boden gekauft. 8 ist schon eine Weile her. Aber wenn ich das alles zusammenrechne, quasi 2,4 Milliarden für die Häuser. 24 mal 100 Mio. Investment habe ich ausgegeben. Und dann nochmal 2,5 Milliarden für die Pet-NPCs. Also ich bin quasi bei 4,9 Milliarden Ausgaben. Und die muss ich halt erstmal reinholen. Und erst dann mache ich Profit. Ne? Das ist es halt. Das kommt noch dazu. Vorteil ist halt, das sind halt alles auch echte Charakter. Und die haben jetzt alle ein Haus. Was ich halt vorher nicht hatte, wo ich vorher gesagt habe, bin ich zu geizig für. 100 Mio pro Char. Aber jetzt zahlen mir im Endeffekt die Pet-NPCs das gesamte Geld dafür zurück. Und ich werde wahrscheinlich trotzdem noch einen ziemlich saftigen Profit einfahren. Schwer zu sagen. Es müssten eigentlich so 75 Pet-NPCs sein. Es müsste irgendwas zwischen, also Minimum würde ich jetzt mal sagen, 100 Mio für jedes S-Pets werde ich am Ende noch kriegen. Auch wenn die teilweise erst in ein paar Wochen fertig sind, alle. Aber dann wären das quasi Minimum 7,5 Milliarden, 4,9 ausgegeben, 2,6 Milliarden Profit. Minimum. Also, ich denke nicht, dass Pet-NPCs unter 100 Mio sinken in den nächsten 30 Tagen. Das wäre zu krass. Und im besten Fall, also ich habe auch schon welche verkauft für über 200 Mio, für knapp 200 Mio, für knapp unter 200 Mio. Im besten Fall über 10 Milliarden Profit. Also über 10 Milliarden Umsatz sozusagen. Und dann wären es über 5 Milliarden Profit.
Also es ist so oder so Profit von Minimum 2,6 Milliarden. Aber besser als 2,6 wäre natürlich irgendwas über 5. Weil es natürlich schon auch ein bisschen Aufwand ist. Also ich meine, mit plus minus null rausgehen wäre auch kacke, weil dafür war es ein bisschen zu kritisch, die ganzen Sachen immer auf und, also die ganzen Pets da immer rein und raus zu tun, die ganzen Häuser zu kaufen, das Ganze zu managen und so. Aber mal schauen, wie viel dann am Ende bei rumkommt. Wenn alles vorbei ist, wenn alles dann entdustet ist, werde ich wahrscheinlich einfach ein Video machen, was rauskam. Weil es schwierig ist, weil ich habe jetzt auch noch ein paar NPCs gratis bekommen, weil bei der Hernes Quest kriegt man einen Random Housing NPC, Personal Housing NPC aus dieser Box. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, 3 Pet NPCs bekommen, lustigerweise, bei meinen 8 Chars. Also ich habe die Quest jetzt 8 Mal gemacht bisher. Ne, 9 Mal. Und ich habe tatsächlich schon leider 3 Pet NPCs bekommen. Und die werde ich halt höchstwahrscheinlich jetzt auch benutzen dann. Ich meine, die waren halt gratis. Das wird vielleicht ein bisschen die Statistik verfälschen, aber nicht allzu krass, also minimal. Das sind dann quasi Peanuts. Aber so Pi mal Daumen werde ich so nochmal ein abschließendes Video wahrscheinlich machen. Oh, das ist auch ein bisschen davon abhängig, wenn der F-Coin-Preis weiter steigen würde, würden ja auch die NPCs teurer werden, aber momentan gibt es ja eigentlich keinen Grund, dass der steigen wird. Weil sie halt schon wieder kein Penyas Sync. Naja gut, das Lifestyle-System ist theoretisch ein Penyas Sync, aber das nutzt halt momentan die Mehrheit der Spieler wahrscheinlich einfach überhaupt nicht. Macht nicht genug aus. Momentan. Aber ja, so viel zum Pet-NPC. Thema.